So, wir haben uns netterweise im letzten Video Tobi geholt. Ja, Tobi, unseren Schnüfflerhund. Bausparer 1974 begrüßt euch beim wirklich tollen englischen Detektiven. Tja, unser Hund hat netterweise uns einiges auf die Spur gebracht. Ja, wirklich. Überprüfen Sie verdächtige Stellen, die Tobi im Garten gefunden hat. Das heißt jetzt einmal, wir werden einmal zum Brunnen gehen. Zum Brunnenschacht. Was er gehabt hat. Oh, warte mal. Dieser Brunnenschacht, diesen da. Ja, das Brunnen einmal öffnen. Das heißt, wir werden da mit dem Brunnen untersuchen. Und siehe da, wir haben... Unser Hundelein hat da wirklich gute Arbeit gemacht. There's something glittering at the bottom there, but how can I reach it? Unser Hundelein hat da wirklich... Ja... gute Arbeit geleistet. The bucket can be easily removed. Ah, da werden wir dann entfernen, wenn du meinst. Und da werden wir den dann... Den werden wir da entfernen. Ja. Nur fehlt uns da ein bisschen was. I need a hook. Ich brauche nicht nur einen Haken, ich brauche was anderes auch noch. Naja, Haken haben wir zumindest, das ist ein Gewinde. Kurbel benutzen. Kann ich momentan nicht. The wheel handle is old and rusty. It seems to be used infrequently. Da das Kurbel benutzen. If only I had something with which I could lift that object. Jo, da brauchen wir jetzt einmal noch einen Haken. So, wo war unser Hundelein noch? Unser Hundelein war da im Schuppen. Da haben wir gleich mal einen Haken. This hook might be useful. Ja, was haben wir da noch? Small gardening tools, nothing of great interest. Was haben wir da noch? Einen Koffer. This old suitcase sounds hollow. It must be empty. Und Säcke. Bags of seed. Some empty bags were recently moved. Gut, wo war unser Hundelein noch? Unser Hundelein. Beim Brunnen, glaube ich. War er da. Oder? Tobi, wo warst du noch? Scheiße. Warte mal, von da ist er gekommen. Brunnen. Ah, ich bin ein Trottel. Ja. Okay, Brunnen. Ja. Das werden wir dann mal beenden. Und da untersuchen. Haken werden wir da anbringen. Naja. Ein Haken. Naja, dann benutzen wir es eben. Fahren wir das rauf, da das Backerl. So, was haben wir da mal? Was haben wir da mal? Den Beutel öffnen. Silverware. This is hardly a coincidence. Naja. Was haben wir da? Eine Silbergabel. Hoppala. Was haben wir denn da in Wappen? The Brackenstall coat of arms. It appears that we have found the stolen silverware. Wir haben das Geschirr faktisch gefunden.
ein Satz Silberbesteck, der im Brunnen des Garten in Abbeygrade gefunden wurde. Also unser Hunterlein hat praktisch souveräne detektivische Arbeit geleistet. Also hat es sehr leckerlich verdient. In souveräner Art und Weise. Souveräner Art und Weise. Jetzt werden wir gleich unseren Freund Lestrade schnattern. Inspector, I have recovered the stolen silverware. You are a wizard, Mr. Holmes. And where is it? In the garden well. Excuse me? Unique, isn't it? Rather absurd. What is the point of stealing silverware and then throwing it down into a well? Perhaps it was used as a temporary hiding place, or simply the thieves wanted to get rid of it. It is up to us to solve this mystery. Das wird gut, ja. Das war jetzt das Gute. Gut. Dann gehen wir auch gleich schnattern. Der Lady. Da haben wir Lady Brackenstale. We found your silverware, Lady Brackenstall. It had not been taken very far. Is that true? I am very thankful to you, Mr. Holmes. Your ladyship? Euer Lordschaft. Und der Theresa schnattern wir es auch gleich. Silberservice. We found your mistress's silverware. Oh, that's good news. You really are as clever as they say. Indeed. Indeed. Ja, das werden wir jetzt einmal gleich kombinieren ein bisschen. Da haben wir mal gleich mal ein scharfes Messer. Das Glockenseil wurde nicht abgerissen, sondern mit einem scharfen Messer durchgeschnitten, wie es etwa Seemänner verwenden. Und daraus haben wir ein verknotetes Seil. Das Glockenseil am Stuhl wurde mit Seemannsknoten verknotet. Was ergibt es wieder? Seemannshintergrund. Ja. Das Glockenseil wurde mit einem scharfen Messer abgeschnitten und mit Seemannsknoten verknotet. Das könnte darauf hinweisen, dass der Täter Seemann ist oder war. Ja, Seemannshintergrund. Was man eigentlich noch nicht so eigentlich weiß. Ja, wir können eigentlich weiter tun. Das heißt, das heißt eigentlich, da kann man gleich weiter tun. Kamingitter ist Blut verschmiert, ja, plus Leiche. Die Leiche von Sir Eustace Brackenstall mit zertrümmerten Schädel. Ja. Was ergibt es? Tödlicher Unfall. Der Tod von Sir Eustace könnte ein Unfall gewesen sein, er könnte hingefallen sein und sich dabei am Kamingitter den Kopf aufgeschlagen haben. Ja, gut. Weiter geht's. Hinweise. Dann haben wir Schürhaken. Ein Schürhaken, an dem sich Blutspuren befinden. Ja. Ebenfalls wieder Leiche. Ja. Information. Tödlicher Unfall. Der Tod von Sir Eustace könnte ein Unfall gewesen sein. Er könnte hingefallen sein und sich dabei am Kamingitter den Kopf aufgeschlagen haben. Schlag mit Schürhaken. Sir könnte einen Schlag mit dem Schürhaken gestorben sein. Tippen wir auf tödlicher Unfall. Gut. Weiter geht's. R1. Täter identifiziert. Die Täter identifiziert. Zeugen haben die Täter identifiziert. Die berüchtigte Randall-Bande.
Haus ist bekannt, dass die Rändelbande bekannt ist. Die Rändelbande ist in der Gegend um Abigail recht und gut bekannt, weil über einen ihrer letzten Einbrüche in der Zeitung berichtet wurde. Ergibt faktisch Reynolds als Sündenböcke. Der Einbruch wurde lediglich inszeniert und die ganze Geschichte nur erfunden, um die Schuld für den Tod von Sir den Reynolds in die Schuhe zu schieben. Es gibt keine Ungereimtheiten zwischen den Zeugenaussagen und Beweisen. Sie deuten alle auf die Rändelbande als Täter hin. Wäre mir eigentlich zu einfach, aber probieren wir es einmal mit den Sündenböcke. Ja, was ist eigentlich, wenn man. Das ist. Okay, sie wollen es so. Kann man am Schluss noch ändern, wenn man noch weitere Beweise hat. Aber zu dem Zeitpunkt werden sie halt als Täter, sichere Täter hingestellt, aber ja. Okay, ich sag's, ich bin hier ganz leise und ruhig. Es war wer anderer. Gut, R1 aus Australien. Lady Baxter reiste von Australien nach England und heiratete kurz darauf Sir Brackenstale. Ja. Das heißt, Breckenstein, zurückgezogenes Leben. Haben wir dann zurückgezogenes Leben. Ladybug hat seit ihrer Hochzeit nur selten das Haus verlassen. Es ist allgemein bekannt, dass sie kein soziales Leben oder enge Freunde hat. So zurückgezogene Leben. Was ergibt es? Keine Bekannten. Lady Braxton heiratete Sir Eustace kurz nach ihrer Ankunft in London und verließ das Haus seitdem selten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie oder ihre Dienstmarktbekanntschaften mit irgendjemandem in England geschlossen hat, ist sehr gering. Lady Brackenstall kennt jemanden, der an Bord der Rock of Gibraltar war. Zu diesem Zeitpunkt kann man natürlich ausschließen, dass das Bekanntschaft mit einem Seemann war. Ja, keine Bekanntschaften. Dadurch, dass ich das schon durchgespielt habe, sage ich einmal, nehmen wir das Bekanntschaft mit einem Seemann. Da nicht. Ja, okay, keine Bekanntschaften. Aber gut, das kann man ja noch ändern. Keine Bekanntschaften. Naja, ja, gut. Jetzt sind wir da mal keine Bekanntschaften, aber es ist dann. Ja, gut, lassen wir es. Nehmen wir keine Bekanntschaften, lassen wir es, wenn Sie so wollen. Dann die zwei Gläser mit Spuren von dekadiertem Wein oder aber ohne Weinstein. Daraus schließen wir eben Glas mit Weinstein. Ja. Glas mit Weinstein. Ja, das heißt, es waren 3 Personen, 2 Personen. Es waren 3 Personen, die aus einem Glas Wein getrunken haben, das ist noch nichts. Es waren eindeutig 2 Personen. 2 Personen. Ja. Und das Täter identifiziert mit eben Silberbesteck, ergibt dann Einbruch führt zum Mord oder inszenierter Einbruch führte zum Mord. Ups. Inszenierter Einbruch, wenn es da. Ja. Mir.
Häuslicher Unfall. Häuslicher Unfall wäre das. Na, das wäre mir ehrlich gesagt zu dünn. Untersuchung fortsetzen. Also das wäre mir zu dünn. Das wäre, wenn man jetzt, wenn man möchte, also wenn man ehrlich gesagt, das wäre mir zu dünn. Also ja, ja, das wäre mir ehrlich gesagt zu dünn. Ja. Häusliche, also da werden wir ein bisschen noch nachhelfen. Da werden wir jetzt ein bisschen nachhelfen. Ja. In dem Sinn, dass wir da einen Seemann machen. In dem Sinn, das kann man da lassen. Ja, da tödlicher Unfall. Geben wir Schlag auf einen Schürhaken. Ja. Ja. Dann mörderischer Besucher, ja. Ja, der was ihn am Stuhl gefesselt haben, groß und kräftig. Ja, der Besuch eines Seemanns. Ja, da werden wir. Sie hat Bekanntschaft gemacht, also. Aber wie man sieht, man kann auch diesen Fall relativ schnell abschließen. Also Haus, also wie wir davor gesehen haben, ne? Und die Sache wäre erledigt. Ist es aber leider nicht. Ist es leider nicht. Ja, ich könnte jetzt natürlich sagen, okay, wir nehmen den Schluss, passt, erledigt, Fall 5. Nur ich kann damit nicht leben, weil das war mir zu dünn. Ja, das war mir zu dünn. Nicht, weil jetzt froh war, die Videos werden kürzer, aber das wäre Schwachsinn. Das müsst ihr selber sehen. Ja, das heißt also, wir suchen einfach nach Seemann. Also, das ist einmal klar. So ist jetzt das richtig, ja. Tja, nach einem möglichen Tatvergehen Seemann müssen wir jetzt suchen, ja. Das heißt also, das, Leute, ist das Richtige. Ja, also nicht das, was wir da die andere Schlussfolgerung da gehabt haben, das letzte Mal, sondern das Spiel geht weiter. Ja, das ist noch nicht zu Ende. Ja. Also wir müssen faktisch jetzt noch einen Seemann suchen. Ja, suchen Sie nach einem möglichen tatverdächtigen Seemann. Sie hat sich angebandelt auf der Reise hierher. Und dafür heißt es ja Affäre. Ja, mehr verrate ich jetzt nicht. Und das ist das Liebe was. Okay. Aber jetzt zur Baker Street. Zur Baker Street. Das will ja Wahnsinn eigentlich. Dass den Sherlock Holmes jetzt schon abschließen hätten wollen. Nein, das muss jeder, also jeder von euch da draußen, das ist, boah, jetzt ist das schon aus gewesen. Jeder hätte schon müssen schreien. Hallo, bist du blöd? Aber, wie gesagt, wir spielen ja Gott sei Dank weiter. Nach Rock Gilbert bei 1893 suchen. Da brauchen wir gar nicht lange umeinander da müssen wir da das Datum 1893 einstellen. Da brauchen wir gar nicht lange überlegen. Ja, und Ankunft der Rock Gibraltar. Gut, Ankunft der Rock of Gibraltar, ein Schiff kehrt zurück. Die Rock of Gibraltar, ein Frachtschiff der Reederei Adelaide, Southampton, London Linie. Cunard Bilding, James Street, London, ist nach einer 6-monatigen
Reise zurückgekehrt, die sie nach Indien, Neuseeland und Australien geführt hat. An Bord des Schiffes reiste auch Miss Mary Fraser nach England, die Erbin der Familie Fraser, die Ländereien und Zinnbergwerke in Australien besitzt. Die wunderhübsche junge Dame ist mit Sir Oystead Brackenstale verlobt, einem der wohlhabendsten Gentlemen in Kent. Aha. 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 Mary Fraser. Naja. Here it is. Naja. Aha. Ja, das ist ja das, was wir da gelesen haben. Für Vigins. Aha, der die Rock gehört. Die Liste der Besatzung finden. Unseren Knaben da wieder. The shipping company, the Adelaide, Southampton, London line, and its address. Interesting. It must be the place where they keep the records, including the one for the crew of the Rock of Gibraltar. I think that if you pretend you're from Scotland Yard, they'll give it to you without any problems. But I have another solution. I'll call in the specialist. Ja, wer die Spezialisten sind, wissen wir ja alle. Ja, Miss Mary Fraser, eine Rächerin, war mit Bord. Sie war bereits mit Sir Oystead verlobt. Und dann Weekend müssen wir da wieder engagieren. Wiggins, could you come upstairs, please? Aha. At your service, Mr. Holmes. I need a register, my young friend. If you could borrow it, there will be half a guinea for every one of you. I need the crew list of the Rock of Gibraltar in 1893, and their current employment. I'm straight on it, Mr. Holmes. Do you really think they'll find it, Holmes? My secret police is better than the Yard in many ways. 3 Stunden später. Here it is, Mr. Holmes. But we can't take it back. It's too risky. Put it on the table. I'll take care of it. Good work, young Wiggins. Nicht schlecht. Was hat er jetzt rausgefunden? Also, ja, Rahmen, das ist da. This list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this list is our mysterious visitor. And these are the lists of the senior officers of the Adelaide, Southampton, London line ships. Let us find out who was in London upon November the 7th. Gut, was haben wir jetzt da alles? Wir haben da Liste der höheren Offiziere. Liste der Offiziere haben wir da. Liste der Offiziere, ja. Von St. Thomas haben wir da. Von Kaya. Rock of Gibraltar. Gut. Was haben wir da einmal? Rock of Gibraltar, da haben wir mal Charles Witchill. Charles Witchill war der Kapitän. Das heißt Charles Witchill, Jack Gabriel, Alfred Bifford, Archibald Roger. Tja, der Charles Witchill. Gut, deine Aufgabe ist es, einen Seemann zu finden. Das heißt, der Kapitän. This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. Das ist aber nicht. I do not think that this sailor has any connection to the case. Das sind die. Aus diesen müsst ihr jetzt da den Seemann finden, also der
Kapitän ist einmal nix. I do not think that this sailor has any connection to the case. Er kommt da schon gar nicht mehr vor. Der I do not think Haarbetailer that this sailor has any connection to the case. ebenfalls nicht. Robert Gordon auch nicht. I do not think that this sailor has any Ausgehen. connection to the case. Auch nicht. I do not think that this sailor has any connection to the case. Was der Herbert Höchstmaß I ist do er. not think that this sailor has any connection to the case. Also das Wickes, dann hast das William Padledge. This officer was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in London at the time of the crime. Okay. Der Zettel war erledigt. Auf zum nächsten Zettel. Mr. Jack Crocker Aber- was in London upon the date of the crime, and he is due to depart in 2 days. Ist. Aha, Rufzeichen. Der könnte auch. This list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this list is our mysterious visitor. Oder Jack Croker. Oder Mr. Jack Crocker was in London upon the date of the crime, and he is due to depart in 2 days. Jack Croker. Naja, merkt man sich einmal den Namen. Jack Croker, interessanter Name. I do not think that this sailor has any connection to the case. Peter I do not think Thurston, that this sailor has any connection to the case. den haben wir I auch do noch not nicht. think that this sailor has any connection to the case. Mr. George Stewart kommt I auch do not nicht. think that this sailor has any connection to the case. I do not think that this sailor has any connection to the case. Mr. Murder Cooper. I do not think that this sailor has any connection to the case. Also da auf den Zettel war man nie, nur der eine da. Interessant, der Kapitän. Was haben wir dann da? Alfred Bickford. I do not think that this sailor has Oh, any das ist auch connection nicht to the interessant. case. I do not think that this sailor has any connection to the case. Ich mache jetzt alles durch. I do not think that this sailor has any connection to the case. Thomas Walker, warte mal, da haben wir. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Oh, schon wieder einer weg. Jetzt haben wir den auch, den Herbert This Wickstrom. officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Ach, der ist weg. John Foxhall. I do not think that this sailor has any connection to the case. Ach, der kann es nicht sein. I do not think that this sailor has any connection to the case. Okay. Dann haben wir den Zettel noch. Archibald I do Roger. not think that this sailor has any connection to the case. I do not James think that this Stillcoat. sailor has any connection to the case. Henry. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Und der Mr. Watts. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Captain Jack Crocker is our mysterious visitor. He was the only one around at the time of the murder. Also gut. Da sind ein paar Namen angeführt. Charles W. Gill, Mr. Jack Croker, Hannah Southwood, Ernest T. Woods, Thomas Walker, Herbert Winnington, Mr. William Padledge, Abfahrt in Niederland, Australien am 16. März 1893, Ankunft in London, England am 23. Mai 1893. Gut. Ja. Das heißt faktisch, der Jack Croker, bestellen Sie Kevin Croker ein, um ihn zur Rede zu stellen. Das ist unser Verdächtiger. This Crocker, do you think... It would be interesting to meet him. Our young friend should be able to find him. Ja, dann wollen wir
bitten, ihm da zu bringen. Wiggins, could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here? Holmes, that could be dangerous. No problem, Mr. Holmes. Ja, warum nicht? Mr. Holmes, I was informed that you were looking for me, and I'd like to know why. Yes, it is important that we talk. You will soon understand why. Checkt man einmal durch. Also gut, was haben wir denn da? Mal klarer Ausdruck, ehrlich. Naja. Schauen wir, ob er ehrlich ist. Mein Schnucki. Was haben wir da noch? Kräftiger Körperbau. Ja gut, Kapitän. Ganz klar. Für Kapitän brauchen wir das ja. Was haben wir da noch? Zeitungstinte. Gut, warum auch immer. Was haben wir da noch? Stiefeln. Saubere Stiefeln für den Kapitän. Matrosenmesser. Also gut, wir haben da gehabt, ehrlich, kräftige Körperbau, Zeitungstinte, saubere Stiefel, Matrosenmesser am Gürtel. Lady Brackenstall. You are acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her, from when I was first officer, but I still don't see... It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? Indeed, how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay found it much fabricated. Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You... and what do you know? That evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right if there was no evidence. What then? Sie haben sie gefesselt. Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder. And it was you who tied her up. You call that evidence? Tja, der Seemannsknoten. Der Seemannsknoten hat ihm leider verraten. Nicht die alte Verletzung, angeschlagene Gesundheit, Silberbesteck, sondern eindeutig der Seemannsknoten. Yes, as she was tied with a sailor's knot. Your handiwork. So, it's a sailor who's done it. That proves nothing, Mr. Holmes. I'm not the only sailor in London right now. Your theory is flawed, anyway. On the night of the murder, I was aboard the Sharp. I was supervising the repair of a porthole. At night? It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? No. There is no doubt that these men will testify in his favour, and there will be no way to check. So, what then? So, we must work with what we have. We have all the puzzle pieces. Now I understand why you dissected the bell rope. Naja. Gut. Da spielen wir dann im nächsten Video dann weiter. Okay, Bauspar 1974 wünscht euch eine schöne Zeit. Tschüssi Bussi, Schnacksi Bussi, Hasi Mausi aus Bauchi. Tschüss Baba, bis zum nächsten Mal.